Hallo YouTube! Heute wollen wir euch zeigen, wie einfach ihr nicht nur eine einzelne Casambi-Leuchte, sondern sogar eine ganze Leuchtenfamilie mit unserem Casambi-enabled Flicker-Free Dimmer D1C realisieren könnt. Fangen wir mal mit dem einfachsten Use Case an. Eine Leuchte mit einem Leuchtmittel. Das kann eine Tisch- oder Stehleuchte sein oder auch eine wand- und deckenmontierte Leuchte. Dazu verbinden wir einfach einen D1C mit der Versorgung. Das ist in unserem Fall einfach ein Labornetzteil. Und auf der anderen Seite mit einer LEDIM C12 Dim-to-Warm LED Engine. Den Kontrollanschluss verbinde ich hier mit einem Metallgehäuse, das uns als Touchfläche dient. Hier dann wie gesagt die Verbindung zu unserem Labornetzteil. Ich lege das mal auf die Seite, damit das die Kamera nicht blendet. Und wie nicht anders zu erwarten, können wir jetzt einfach durch kurze Berührungen die Leuchte schalten und durch lange Berührungen dimmen. Und wir sehen auch sehr schön, dass die Farbtemperatur beim Herunterdimmen wärmer wird. Auch die Einbindung in das Casambi-Netzwerk klappt genau wie man das erwarten würde. Wenn wir die App öffnen, wird uns das neue Gerät schon angeboten in den Geräten in der Nähe und wir wählen einfach mal ein Netzwerk, fügen das hinzu und können unmittelbar dann in der App schalten und dimmen, so wie man das von Casambi auch erwarten würde. Hier schalten wir etwas und wenn wir länger drauf gehen, bekommen wir den Dimmregler angeboten und können die Leuchte dimmen. Wenn uns nun aber der eine Ausgang von D1C nicht ausreicht, weil wir zum Beispiel mehrere Leuchtmittel anschließen wollen, die dann die elektrischen Anschlusswerte des D1C übersteigen würden, dann spielt der D1C seine eigentliche Stärke aus, die Erweiterbarkeit. Kommen wir mal zum zweiten Use Case, nämlich einer Leuchte mit mehreren Leuchtmitteln. Wir nehmen hier einfach eine zweite LED-Engine, die aber sowohl in Reihenschaltung mit der ersten wie auch bei einer Parallelschaltung die elektrischen Anschlusswerte übersteigen würde. Die Lösung des Problems ist aber ebenso simpel wie preiswert. Das ist unser LEDIM D1. Und wie wir die beiden verbinden können, das zeige ich euch jetzt einfach mal. So, im Video geht es ja immer schön schnell. Den D1 haben wir jetzt auch verbunden mit der Versorgung aus dem Labornetzteil. Und das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist, diese Steuerleitung mit dem Steuerausgang des D1C zu verbinden. Ich mache das mal gerade. So, und wenn wir jetzt die Versorgung einschalten, sehen wir, dass zunächst mal beide Leuchtmittel mit der gleichen Helligkeit angehen. Und wenn wir dann die Touchfläche berühren, die mit dem Kontrolleingang des D1C verbunden ist, sehen wir sehr schön, dass der D1C über seinen Kontrollausgang den D1 mitkontrolliert. Das klappt sowohl natürlich fürs Schalten wie auch fürs Dimmen. Und wir könnten da sogar noch weitere D1 herankaskadieren. Wenn wir das für eine größere Leuchtenfamilie brauchen, haben wir auch diese Option. Und wir könnten damit sogar auch noch Tunable White oder auch Dim-to-Warm-Szenarien abbilden. Aber das ist Stoff für ein anderes Video. Jetzt nicht abschalten, wir haben noch einen kleinen Bonus. Und der Bonus ist in diesem Fall unser LEPUC. Mit dem kann man Touchdimmung machen, auch wenn man die Leuchte selbst gar nicht berührt. Zum Beispiel, wenn sie außer Reichweite ist, wenn sie an der Decke ist. Oder wenn man eine Pendelleuchte über dem Tisch hat, die man gar nicht berühren möchte, weil sie sonst hin und her schwingt. Die Verbindung zwischen dem Szenario, was wir hier haben, und dem LEPUC ist auch denkbar einfach. Wir öffnen mal die Casambi App. Da wird uns dann auch schon der LEPUC angeboten. Wir ordnen ihn einfach unserem Netz zu und wählen ihn dann in der Sektion Switches aus. Und suchen uns einfach einen Kanal aus. Wir nehmen mal den gelben hier, das ist der zweite Kanal, sagen, der steuert eine Leuchte. So. Suchen uns dann hier einfach unseren D1C als Leuchte aus, verknüpfen die beiden und können dann ganz einfach mit dem LEPUC unseren D1C steuern. Dafür müssen wir erstmal den richtigen Kanal wählen, das ist der zweite Kanal. Das machen wir durch Kippen und schon können wir durch Antippen der Touchfläche schalten und durch lange Berührung, wie wir das von LEPUC kennen, dimmen.